Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier einen HP-Laptop und zwar ein 250G6 und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst trennen wir mal das Notebook vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite, ziemlich klein geschrieben hier oben. Und da sehen wir die genaue Modellnummer, mit der ihr auch die Ersatzteile sehr einfach bei uns im Shop findet. Generell kann man zu dem Gerät noch sagen, dass ein Displaytausch ziemlich einfach ist. Man muss dafür nicht die ganze Einheit abschrauben, sondern nur den Frontrahmen abnehmen und ja, kann danach das Display tauschen. Bei der Tastatur und dem Touchpad sieht es so aus, dass die zusammen mit dem Topcase kommen. Das heißt, man muss da wirklich alles aus dem Gerät rausnehmen. Gut, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen, wobei die hier das Laufwerk hält. Und zusätzlich sind unter den Gummifüßen noch Schrauben versteckt. Allerdings, ja, die sind nur außen. Das heißt, es reicht, wenn man das ein bisschen nach oben klappt. Dann kommt man an die Schrauben ran und ja, braucht nicht den gesamten Gummifuß abzunehmen. Ich habe die Schrauben hier jetzt auch schon mal gelöst und dafür habe ich ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind so alle gängigen Aufsätze und Schrauben mit dabei. Sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz habe ich einen PH0 genommen. Das Laufwerk kann man in der Regel einfach seitlich nach außen schieben. Sollte das mal ein bisschen klemmen, so wie hier, dann empfehle ich da einfach mit einer Büroklammer, die man so ein bisschen aufgebogen hat. Damit kann man vorne in die Öffnung rein und erstmal das Laufwerk an sich rausholen. Und wenn man das ganz nach außen schiebt, dann kann man auch das gesamte Gehäuse dann so ein bisschen rauswackeln. Aber wie gesagt, im Normalfall lässt sich das einfach zur Seite rausschieben. Eine weitere Besonderheit bei dem Gerät ist, dass der Akku von außen zugänglich ist. Dafür gibt es hier diese beiden Schieberegler, die außen gelockt sind. Also man schiebt die nach innen und den anderen, wenn man den nach innen schiebt, dann hebelt der selber schon den Akku raus und dann kann man den einfach nach hinten rausziehen. Also super einfach. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und ja, hier innen kann man das eigentlich ganz gut sehen. Genau hier geht die Verbindungslinie lang. Die geht so einmal um das Gerät herum. Da sieht man das auch schön. Und hier auf der Rückseite ebenfalls. Das ist in dem Fall dann genau an der Verbindungslinie zwischen dem silbernen und dem schwarzen. Zum Aufmachen selber nehme ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und ja, das ist jetzt hier so gegenüber von dem Laufwerk, da wo auch der VGA-Stecker ist, sollte man nicht anfangen. Auf der anderen Seite, damit man dann die Unterseite da drüber hinwegschieben kann, weil die dort so ein bisschen eingerastet ist quasi. So, ich fange jetzt hier mal auf der Frontseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut.
Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Auf der Rückseite gibt es noch eine andere kleine Besonderheit. Hier ist die Unterseite so ein bisschen eingehängt quasi und ja, da kann man die einfach ein bisschen nach oben schieben und da aus den Nasen rausziehen quasi. Und auch hier in der Mitte ist eine ziemlich starke Verbindung. Da muss man teilweise relativ kräftig nach oben ziehen und da einfach ein bisschen wackeln und rütteln. Und ja, und dann hat man das schon draußen. Ich zeige euch auch mal die Unterseite von innen und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, was können wir noch sehen? Wir sehen hier unten die 2,5 Zoll Festplatte. Hier sehen wir die SSD. Direkt daneben sind die beiden RAM-Slots, wovon einer leer ist. Hier oben ist der Lüfter und der Heatsink, der die Grafik und die CPU kühlt. Hier können wir noch das WLAN-Modul sehen und hier natürlich das Laufwerk. Die 2,5 Zoll HDD wird nur von dieser Schraube hier hinten gehalten. Wenn man die austauschen möchte, muss man nur diese Schraube lösen und dann kann man die einfach von dem SATA-Stecker ziehen, gegebenenfalls austauschen und ja, genau so kommt die wieder rein. Mit der Unterseite hier nach oben und ja, falls hier gar keine drin sein sollte, muss man auch die Platine und den Stecker mitbestellen. Und dann kann man die genauso wieder einbauen. Nicht vergessen auch wieder zuzuschrauben und schon erledigt. So, hier sehen wir die SSD und um die auszutauschen, muss man nur diese Schraube hier lösen. Und danach kann man die SSD einfach ein bisschen nach oben hebeln und aus dem Stecker ziehen. Der Einbau ist genauso einfach. Man steckt die SSD wieder in den Slot, drückt sie leicht nach unten und dann kann man die wieder verschrauben. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Gut, den Lüfter kann man hier auch super einfach einzeln austauschen. Der wird von einer Schraube gehalten, die hier unter dem Kabel versteckt ist. Und man muss das Kabel, das den Lüfter mit dem Mainboard verbindet, trennen. Wenn man die Kabel hier so ein bisschen zur Seite zieht, kommt man ganz gut an die Schraube ran und muss da keine weiteren Stecker lösen. Und dann kann man den Lüfter einfach aus dem Gerät nehmen und hat so auch ein bisschen mehr Platz, um an den Stecker ranzukommen. Da die Kabel hier nämlich ziemlich dünn sind, würde ich die nicht direkt greifen, besser am Stecker selber und den kann man dann einfach rausziehen. Der Wiedereinbau geht ganz genauso. Ich mache auch hier erst den Stecker wieder rein, dann kommt der Lüfter ins Gehäuse zurück, wird da auch wieder verschraubt und ja, dann ist das super schnell erledigt. Beim Wiederverbinden mit der Gehäuseunterseite sollte man eigentlich nur darauf achten, dass man das erst über diese Stelle mit dem VGA-Stecker drüber schiebt und dann fest nach unten drückt. Da kann man ruhig ein bisschen Kraft aufwenden, auch in der Mitte, gerade an dieser einen Stelle, einfach fest nach unten drücken
und am Ende noch einmal um das Gerät herumgehen, schauen, dass da wirklich keine Lücke mehr ist. Und dann kann man eigentlich auch schon das Laufwerk zurück in den Schacht schieben. Jetzt kommt noch der Akku zurück. Da einfach drauf schauen, dass der linke Regler in der Innenposition ist. Dann kann man den Akku einfach draufstecken und mit dem Regler wieder verriegeln, so dass beide in der Außenposition sind. Und ja, danach kann man das Gerät wieder verschrauben. Nicht vergessen, dass auch unter den Gummifüßen außen noch Schrauben sind und erledigt. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.